Mit Algorithmen auf Social Media ist es etwa so wie mit Release-Terminen gefragter Videospiele. Sie sind und bleiben ein Mysterium, bis jemand dahinter kommt, die Strategie publik macht oder sie zum eigenen Nutzen missbraucht. Dieses Video ist bedauerlicherweise kein Ratgeber, wie man den Zufallsgenerator auf Plattformen wie YouTube, Instagram und Co. austricksen kann. Nach welchen Kriterien die Inhalte in den sozialen Medien sortiert und gerankt werden, ist dennoch ein interessantes Thema. Und es ist nicht schwer zu glauben, dass man hier ab und zu den Überblick über die verschiedensten Techniken verliert. Das Durchschnittsalter eines Facebook-Nutzers liegt irgendwo zwischen 25 und 34 Jahren. Ich muss zugeben, ich bin da nicht wirklich aktiv unterwegs. Abgesehen von Pay-to-Play-Methoden, die für organische Reichweite ein Budget voraussetzen, gibt es auf Facebook den Newsfeed. Wie bei jeder Plattform ist das Ziel, möglichst interessante, relevante Inhalte anzuzeigen, und dabei bestimmen 4 Faktoren, welche Inhalte gepusht werden und dementsprechend auf Facebooks Newsfeed landen. Die Inventory, zu Deutsch Bestandesaufnahme, bezeichnet den ersten Prozess. Alle Inhalte, die neu verfügbar sind, werden gescannt, also wie auch Beiträge von Freunden oder Familienmitgliedern, werden ebenso Inhalte, die außerhalb des persönlichen Netzwerks gepostet wurden, gefiltert. Signals sind Merkmale dieser Inhalte oder dessen Accounts. Welche Themen werden in einem Beitrag behandelt? Wie lange haben sich die Menschen den Beitrag angeschaut und von wem wurde er schon geteilt, etc. Passive Signale beschäftigen sich mit der Watchtime, dem eigentlichen Inhalt oder dem Upload-Datum. Hingegen aktive Signale von den Interaktionen der Benutzer stammen, dazu gehören Likes, Shares oder Kommentare. Diese Daten wertet Facebook aus, um Muster zu erkennen. Erfolgreiche Posts sind interessant, denn durch die Signals lässt sich möglicherweise erkennen, warum sie so gut ankommen. In einem weiteren Schritt versucht Facebook, das Konsumverhalten so präzis wie möglich zu prognostizieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass man einen Post liked oder weiter scrollt? Diese Analyse basiert dann meist aufgrund des Such- und Konsumverlaufs von vergangenen Sessions. Inventory, Signals und Predictions führen zu einem Gesamtrating, dem Score. Alle Faktoren und Arbeitsschritte werden wie beispielsweise Schulnoten bewertet. Je besser die Note des Beitrags, desto wahrscheinlicher, dass diese auch auf der Frontpage von einem anderen User angezeigt wird. Auf Instagram funktioniert der Feed-Algorithmus ähnlich, was jetzt nicht sehr überraschend ist, wenn auch da Facebook die Zügel in der Hand hat. 6 Faktoren beeinflussen den Instagram-Generator. Erstens Interesse. Mit welchen Inhalten interagiert der Nutzer am häufigsten? Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Beiträge angezeigt werden, steigt. Zweitens Aktualität. Ein Bereich, der Instagram wohl am meisten ausgebaut hat, denn Instagram zieht neue Posts älteren vor. Drittens Beziehung zwischen Nutzern. Beiträge von Leuten, mit denen man häufig interagiert, werden öfter weiter vorne angezeigt. Viertens Frequenz. Wie viel Mal pro Tag öffnet eine Person die App? Leute, die täglich 30 Mal auf Social Media unterwegs sind, bekommen eher frischere Posts vorgeschlagen. Wer nur einmal am Tag auf Instagram vorbeischaut, erhält auch Beiträge der letzten Stunden angezeigt. Fünftens Abonnements. Neben der Nutzungsdauer von passiven Faktoren ist die Anzahl der abonnierten Accounts entscheidend für die Feed-Anzeige. Logisch, denn je mehr Accounts man folgt, desto größer ist das Sammelbecken für neue Beiträge, aus denen der Algorithmus Inhalte vorschlagen kann. Das hat auch zur Folge, dass weniger Posts von einzelnen Profilen angezeigt werden. Und sechstens, die Nutzung. Wie lange dauert eine Session auf Instagram? Ein Nutzer, der die App in der Regel nur kurz öffnet, bekommt vom Algorithmus Postings angezeigt, die ihn zum Weiterscrollen bewegen. Der Algorithmus filtert stärker, als wenn der Nutzer mehrere Minuten lang auf der App Zeit verbringt. Wenn es um die Formate geht, passt das System auf ähnliche Weise die Empfehlungen von Fotos oder Videos an. Aber Instagram ist natürlich keine Plattform, auf der hauptsächlich Videos hochgeladen werden. YouTubes Algorithmus wird des Öfteren als kreativer Nachteil der Plattform bezeichnet, da Probleme wie die bekannte inaktive Abo-Box auftreten. Für die YouTube-Suche ist neben dem Titel, den Tags, der Beschreibung und dem Videoinhalt an sich auch das persönliche Such- und Konsumverhalten wichtig. Wenn ich als jemanden, der Musik gerne mag, nach Shadows suche, bekomme ich möglicherweise den Song einer Schweizer Sängerin als erstes angezeigt.
Ich, der aber schon öfters nach Adobe Illustrator Tutorials gesucht habe, finde als oberstes ein Tutorial, das erklärt, wie man kreative Schatten einfügen kann. Von Nutzen sind Keywords, die Tags, die den Inhalt in Stichworten beschreiben sollen. Sie optimieren zwar die Suchergebnisse, aber kommen gegen die folgenden Faktoren nicht an. Empfohlene Videos erscheinen zum einen auf YouTubes Startseite, zum anderen als Vorschlag unter einem geöffneten Video. Auch hier ist vieles personalisiert, Interessen, die Uhrzeit, der Aufenthaltsort und Interaktion. So hat ein Kanalabonnement keine Auswirkungen auf den Algorithmus und seine Empfehlungen, wenn man sich schon länger kein Video des Kanals angesehen hat. Und selbst wenn es ein thematisch ansprechendes Video von einem passenden Kanal ist, zeigt es YouTube noch lange nicht an. Hier spielt die Wiedergabedauer bzw. die Watchtime eine große Rolle. Sie beeinflusst die YouTube-Suche und die Videoempfehlungen enorm. Nicht zu unterschätzen die Klickrate. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf ein Video klickt, nachdem er es gesehen hat. Thumbnail, Titel und Kanalbild sind hier zentral, aber trotzdem beklagen sich YouTuber über den Algorithmus und loben TikTok für ihr System. Ich verstehe warum, denn TikTok hat einen Automaten entwickelt, der einem Glücksspiel ähnelt. Menschen entscheiden, was gepusht wird und was nicht. Mehr dazu hat Ultraaktiv in einem Video über TikTok erklärt, hier aber eine kurze Zusammenfassung. Auf TikTok bewertet ein Moderator, für wie viele Personen und in welcher Art und Weise ein Clip zu sehen ist. Insgesamt 6 Stufen existieren, mit denen die Inhalte gefiltert werden. Featured bedeutet, dass der Clip einen Boost bekommt und vor allem auf der For You-Page für viele angezeigt wird. General heißt, dass das Video möglicherweise in gewissen Ländern nicht angezeigt wird. Mit Not Recommended verschwindet das Video von der For You-Page, ist aber stets auffindbar. Not for Feed heißt es, wenn ein Video weder im Feed noch in den Suchergebnissen weit oben gerankt wird. Wenn das Hochgeladene nur noch für den Uploader zu sehen ist, heißt es Visible to Self und die Löschung des Videos setzt die Option Deletion voraus. Ein Video ist aber nicht unbedingt abhängig von der Laune des zugeteilten Moderators, sondern auch von Likes und Shares, von Clipbeschreibungen und verwendeten Sounds. Da auf TikTok meist nur kurze Clips zu finden sind, ist es von Vorteil, wenn sich ein User auch das komplette Video anschaut. Das bewertet der Algorithmus als positiv, ebenso die Anzahl Suchanfragen nach einem bestimmten Profil. Bei Twitter und LinkedIn bestehen so viele Parallelen zu Instagram und Facebook, dass eine Ausführung der Algorithmen unnötig wäre. Kurz, aufgrund von User-Flagging, also die Interaktion mit Posts, erstellen beide Plattformen ein Rating. Auf Twitter ist es der Relevance Score, auf LinkedIn der Quality Score. Es werden Prognosen erstellt, wie ein Post Aufmerksamkeit generieren könnte und dementsprechend werden die Beiträge ausgesendet oder werden vom Feed-Algorithmus abgestuft. Nun, es ist klar, dass auf Social Media minütlich so viel hochgeladen wird, dass automatische Algorithmen die Beiträge sortieren müssen, aber der Grundsatz, dass auf solchen Plattformen Regelmäßigkeit großgeschrieben wird, hat eben nicht nur Vorteile. Der Netzwerkeffekt, die Abhängigkeit von Push-Faktoren und der Wettstreit zwischen echter Qualität und schlichten Trendempfehlungen sind Auswirkungen von Algorithmen, die nicht immer das umsetzen, was rational sinnvoll wäre. Und das ist hiermit bestätigt.